Ich denke, dass man tatsächlich bei Übergewicht von einer Epidemie sprechen kann. Mein Name ist Thomas Lutz, ich bin Professor für Veterinärphysiologie an der VetSwiss-Fakultät der Universität Zürich. Wenn wir etwa die aktuellen Zahlen in der Schweiz anschauen, dann sehen wir, dass 43% der Bevölkerung doch an Übergewicht leiden und etwa 12%, die eine Adipositas haben. Mein Name ist Philipp Gerber, ich bin leitender Arzt hier an der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und klinische Ernährung und leite das Adipositas-Zentrum des Unispitals. Wir haben über die letzten Jahre schon zunehmend gesehen, dass das Thema Adipositas wichtiger wird. Das zeigt sich auch bei uns. Wir haben immer mehr PatientInnen, die dann auch unsere Hilfe suchen. Adipositas ist eine Erkrankung, das beginnt bei inneren Faktoren, wo es um das Hungersättigungsgefühl vor allem geht. Diese Empfindungen, Hunger, Sättigung, sind durch unseren Willen nicht beeinflussbar. Was wir heute auch wissen, ist, dass das Zusammenspiel zwischen genetischen Voraussetzungen und der Umwelt eine ganz wichtige Rolle spielt. Ein großes Problem sind natürlich heute schon die sehr stark prozessierten Lebensmittel. Was wir auch wissen, ist, dass das heutige Überangebot an Ernährung dann zu einer Gewichtszunahme führt. Wenn Patientinnen und Patienten zu uns kommen, ans Adipositas-Zentrum, dann ist es unser erstes Anliegen, mal die Geschichte zu erfassen. Was sind die Faktoren, die da vor allem zur Adipositas beigetragen haben und die verschiedenen Therapieoptionen, die wir heute zur Verfügung haben, anschauen mit den Betroffenen und dort das Optimalste auswählen. Wenn wir uns dann entscheiden für eine medikamentöse Therapie, bedeutet das schon, dass dann so ein Medikament auch dauerhaft eingenommen werden muss. Meine Rolle als Professor für Veterinärphysiologie in diesem Kontext von Übergewicht und auch damit zusammenhängenden Begleiterkrankungen ist, dass wir in meiner Arbeitsgruppe intensiv erforschen, wie die Nahrungsaufnahme an sich reguliert wird und wie die Regulation der Nahrungsaufnahme verändert oder gestört sein kann, wenn sich Übergewicht entwickelt. In der Veterinärmedizin haben wir es auch mit diesem Problem zu tun. Vor allem bei Heimtieren, dass sehr viele Hunde, sehr viele Katzen, aber auch zum Beispiel Kaninchen, Meerschweinchen ebenfalls unter Übergewicht leiden. In meiner Forschung beschäftige ich mich vor allem mit einem Hormon, das von der Bauchspeicheldrüse gebildet wird, dem sogenannten Amylin. Es ist ein Sättigungshormon. Wir selber haben sehr viel Zeit investiert, zu verstehen, wie Amylin im Gehirn genau wirkt, wie Amylin mit anderen Hormonen zusammenwirkt. Und in den letzten 10 bis 12 Jahren ist es nun gelungen, sogenannte Amylin-Analoga herzustellen, die eine sehr viel längere und auch eine stärkere Wirkung zeigen als das natürliche Hormon. Und diese Analoga wurden inzwischen in klinischen Studien eingesetzt und zeigte eine sehr, sehr gute Gewichtsreduktion. Was sich jetzt gezeigt hat, ist, dass alle GLP-1-Analoga, die verfügbar sind, bei sehr vielen Patienten Übelkeit und Erbrechen auslösen können. Und diese Nebenwirkungen, die sind bei Amylin-Analoga etwas weniger stark ausgeprägt. Vor ungefähr einem halben Jahr ist eine sehr, sehr große Phase-3-Studie veröffentlicht worden, sodass ich persönlich davon ausgehe, dass wahrscheinlich im Verlauf des nächsten Jahres diese neuen Amylin-Analoga wirklich auch auf den Markt kommen werden als neue Medikamente zur Behandlung von Übergewicht und anderen Stoffwechselerkrankungen. Wir möchten auch mit unserer Forschung und mit dem Herantreten an die Öffentlichkeit zeigen, dass eben Adipositas eine Erkrankung ist, dass wir da nicht einfach mit unserem Willen etwas machen können und möchten so helfen, etwas zur Entstigmatisierung des Themas beizutragen.